Moin Moin aus dem Wunderland. Wir melden uns mal wieder zurück mit einem neuen Update aus der Atacama-Wüste. Hier ist einiges passiert in den letzten Wochen. Es wurde fleißig gegipst, gesandet, angemalt. Also schaut einfach mal rein, was so passiert ist. Ja, ich habe hier in den letzten Wochen auf jeden Fall angefangen, unseren Hintergrund zu bemalen, denn wir wollen natürlich irgendwie noch mehr Tiefe schaffen, und da habe ich mir mit Hilfe eines Beamers erstmal so mein Motiv, was ich am Computer bearbeitet habe, hinprojiziert, um erstmal so ein paar Maßstäbe irgendwie einhalten zu können und sowas. Und dann habe ich relativ viel mit dem Pinsel gearbeitet, aber um dann noch mal diese ganzen tiefen Abstufungen nach hinten zu bekommen, habe ich das Ganze dann auch noch mal mit Airbrush übergenebelt, um wirklich eine Weite zu kreieren. Ja, wie ihr gesehen habt, der Teil hinter mir hier ist ja neu. Ich glaube, den habt ihr noch gar nicht gesehen, denn da wurde in den letzten Wochen viel gegipst. Ich habe ja damals nur bis zum Valle de la Luna gegipst. Und ja, was so passiert ist, das wird Luisa euch jetzt erzählen. So, wir sind jetzt gerade in der Atacama-Wüste. Wie man sieht, ist hier einiges passiert in den letzten Monaten. Ich habe ja zusammen mit meiner Kollegin Rike vor ungefähr einem halben Jahr hier angefangen, und da war noch von den Bergen, so wie die jetzt sind, eigentlich kaum was zu sehen. Das Besondere hier an dem Abschnitt war unter anderem, dass die Stadt Valparaíso schon beinahe fertig war und auf der anderen Seite das Valle de la Luna eigentlich auch schon fertig war, und wir deshalb eben schauen mussten, dass es auf beiden Seiten gut dazu passt, dass es zum einen sich gut mit der Stadt einfügt und zum anderen aber auch mit der Landschaft nach hinten. Genau, außerdem ist es nun mal so, dass in der Atacama-Wüste, das sind einfach unfassbare Größenverhältnisse, und wir haben ja hier nur relativ wenig Platz für diese Größe in der Wüste. Deshalb mussten wir gucken, wie wir es irgendwie so hinbekommen, dass es trotzdem noch möglichst so eine Weite hat. Zum einen hat das natürlich Felix wunderbar gemacht mit den Wandmalereien, aber wir haben natürlich auch schon während dem Modellieren geguckt, dass wir das irgendwie so aufbauen, dass es so eine Weite bekommt. Insbesondere auch mit der Farbe, dass zum Beispiel hinten das ein bisschen ausgeglichener ist als vorne. Wie man sehen kann, haben wir jetzt auch schon angefangen, hier den ganzen Ort unten ein bisschen aufzubauen. Viele von den Häusern haben Theresa und Tino gebaut, und unter anderem ist auf der linken Seite auch schon das K-System zu sehen, wo Axel euch gleich ein bisschen näher erzählen wird. Ja, wir haben hier in der Atacama-Wüste eine Bahnübergangsstrecke gebaut. Wir
Wir wollten auch hier ein bisschen K-System fahren lassen und dafür habe ich auch schon ein erstes Fahrzeug ja quasi als Prototypen fertiggestellt. Ich bin damit total happy, weil hier schon so einiges mit implementiert ist, was später auch vielleicht für die Andenstrecke interessant sein könnte. Zum Beispiel ein Metallgitter, das dem ganzen Modell eine gewisse Stabilität verleiht, dass falls das Fahrzeug von der Anlage fällt, dass es dann nicht gleich kaputt geht. Diese Bahnübergangsstrecke wird sich dadurch auszeichnen, dass ein Fahrzeug hier eigentlich im Kreis fährt und immer dann natürlich an den jeweiligen Bahnübergängen anhalten muss, wenn ein Zug sich hier eine sogenannte Fahrstraße nimmt. Und jetzt könnt ihr sehr schön sehen, wie das Fahrzeug hier lang fährt. An der Tankstelle vorbei, Bahnübergang, dann hier enge Kurve, unter dem Dach entlang und ganz eng hier am Gebäude entlang. Ich weiß nicht, ob man das sehen konnte. Also das ist wirklich super eng. Wow! Wahrscheinlich würde der in Wirklichkeit hier, wird das richtig Lärm machen, weil er da mit der Wand, an die Wand lang datscht. Ich weiß es nicht. Ansonsten bin ich total happy. Einmal wegen der Optik und zum anderen, dass das Fahrzeug so stabil hier auch rüberfährt. Das soll auch so ein bisschen schaukeln und wackeln. Später werden wir diese Fahrzeuge natürlich mit ordentlich Ladung auch noch vollstopfen, dass auf jeden Fall auch keine Technik mehr zu sehen sein wird. Genau, das Fahrzeug zeichnet sich dadurch aus, dass es eben ein Metallgitter hat. Und dieser Metallkorpus, das waren einzelne Elemente, die ich dann im Einzelnen zusammengelötet habe, danach dann überlackiert mit einem schönen Rostton, dass das Fahrzeug auch so richtig angerostet ausschaut. Und ja, in dem Fall, wenn ich das jetzt hier anmache, sieht man auch schon schöne Leuchten, also so ein bisschen, ja, so Oldschool-Lampen, kleine Stirnlampen. Innen drin eine kleine Innenbeleuchtung, damit man auch den kleinen Fahrer schon erkennen kann. Ah ja, cool, er telefoniert gerade, also hat gerade ein Handy am Ohr und einen Strohhut auf, finde ich ein schöner Kontrast. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das Fahrzeug die Andenstrecke entlang fährt. Ja, um jetzt hier an die Jungas Road Strecke ranzukommen, muss man sich hier so ein bisschen durchquetschen, weil hier wird jetzt ja so eine Stahlkonstruktion hier gebaut, damit unsere Kolleginnen und Kollegen von oben nach unten dann gipsen können. Und ja, später wird das natürlich wieder abgebaut. Jetzt ist es auf jeden Fall so halb im Weg, aber so ist das nun mal auf einer Baustelle, wo wenig Platz herrscht, muss man sich irgendwie seinen Weg bahnen. Und ich habe das jetzt auch mal getan und kann jetzt hier mal unser Testfahrzeug auf die Strecke stellen. Und was jetzt hier schon passiert ist, ist die Modellierung der Strecke. Das heißt, da haben meine Kollegen schon ganze Arbeit geleistet und die Strecke modelliert, dass das wirklich so ein bisschen so eine Schlammoptik hat und sich das Fahrzeug wirklich so ein bisschen durch den schlammigen Untergrund so langsam nach oben kämpft und umgekehrt natürlich auch wieder langsam nach unten fährt. Aber ich sehe schon, hier gibt es so ein bisschen Probleme mit dem Fahrzeug. Muss ich mir direkt mal angucken, was das Problem ist. Also so wie es scheint, hat er hier ganz schön zu kämpfen. Da muss ich auf jeden Fall nochmal nacharbeiten. Das mache ich jetzt direkt. Ich glaube, da ist der Schleifer nicht ganz in Ordnung. Was man jetzt sehr schön sehen kann, ist, dass das Fahrzeug zu langsam ist und sich eher hier rausdrückt aus der Kurve. Aber alles Dinge, die reparabel sind, wollte ich sagen. Alles Dinge, die reparabel sind. Also, ja, da muss ich auf jeden Fall noch mal ran. Das ist jetzt aber eher ein Thema, zum Beispiel die Gewichtsverteilung im Fahrzeug. Das heißt, dass man noch so ein bisschen mit extra Gewichten arbeitet, um vielleicht den Anpressdruck des Antriebs ein bisschen zu verändern, damit das Fahrzeug dann eben wesentlich stabiler hier die Jungas Road befahren kann. Jetzt ist er zum Beispiel ganz stehen geblieben. Also ich sehe schon, da muss ich auf jeden Fall noch ordentlich was mit kleinen Gewichten machen. Bergab wird er jetzt wahrscheinlich sogar abschmieren. Das ist jetzt dieselbe Fahrstufe, ne? Also ja, bergab sieht das Ganze schon anders aus. Eieieiei. Also man sieht, ne, das ist die Geschwindigkeit original
auf Plateauebene. Bergab konnte man jetzt ganz gut sehen, scheppert das Ding die Prärie runter, die Piste runter. Da müssen wir natürlich noch ran. Und jetzt bergauf, das sieht man ja, der hat ja so zu kämpfen, schiebt sich jetzt fast auch schon raus hier. Da sieht man also, das wird auf Dauer natürlich nicht gut gehen. Oder würde nicht gut gehen. Jetzt kommt er gar nicht mehr vom Fleck. Wenn jetzt hier mehr Gewicht drauf wäre, auf der Hinterachse, auf der Antriebsachse, dann wäre das schon gar nicht mehr so das Problem. Aber jetzt kippt er sogar fast raus. Also ich sehe schon, da muss ich auf jeden Fall noch mal ran. Wollen wir noch mal bergab? Bergab hat irgendwie mehr Spaß gemacht. Boah, ey, das ist so knapp teilweise. Bah. Bah. Siehst du? Zu knapp. Muss ich mir direkt noch mal angucken. Ja, da. Hier passt es schon mit dem Radstand nicht ganz. Das heißt, muss ich mir direkt einmal markieren, wenn er jetzt hier lang fährt, oder hat er den falschen Draht genommen? Ah, ich glaube, er hat die falsche Spur genommen. Wir haben ja hier eine Ausweichstelle, weil wir ja gerne mit 2 Fahrzeugen fahren wollen. Eins fährt bergauf, das andere fährt bergab. Und ich glaube, ja, der nimmt die falsche Spur. Das ist etwas, was ich jetzt hier nur mit einem Magneten beheben kann. Dann würde ich nämlich hier einmal mit dem Magneten langziehen und diese Spur quasi aktivieren. Und dadurch fährt das Fahrzeug nicht hier nach rechts, sondern fährt hier dann nach links. So soll es eigentlich sein. Was ihr eben gesehen habt, war genau das Gegenteil. Der ist nach rechts gefahren und da passt das einfach nicht mehr. So wollten wir es ja auch gar nicht. Denn auf der Jongas Road herrscht Linksverkehr. Also, ich hoffe, das Update über die Atacama-Wüste hat euch gefallen. Und ja, wenn ihr Anregungen habt oder irgendwelche Ideen, dann schreibt sie auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Also, bis zum nächsten Mal.